Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lamplight City. Immer noch die Preview-Version. Inwiefern sie sich vom finalen Produkt unterscheiden wird, na klar, deutsche Texte vor allem, dann weiß ich nicht, also ob jetzt alles schon mehr oder weniger final ist und das jetzt einfach nur der Testbaustein ist oder es eine Demo-Version ist und irgendwo aufhört, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Nichtsdestotrotz hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen und auch die Art und Weise des Spiels und auch die Aufmachung und so weiter hat mir sehr gut gefallen und ja, wir sind jetzt hier im Zimmer ja aufgewacht in der letzten Folge. Wir spielen jetzt einfach mal so ein bisschen lapidar weiter, so weit wir können, so weit wir wollen, soweit es die Zeit hergibt. Jetzt nehme ich mir einfach mal eine Zeit für ein, zwei Folgen und gucken wir mal. Don't worry, Miles. I don't watch when you and Adelaide are having your private time. It would be nice if you didn't spend the whole time humming. I thought you appreciated some romantic music. Jetzt verstehe ich das gerade erst. Das habe ich, als ich den ersten Part da gespielt habe, angefuchst, habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Unser Ex-Kompagnon ist in unserem Kopf und spricht hier die Off-Stimme. Also bei den Sachen, die wir jetzt hier uns ansehen. Ist ja genial. So. Romantisch, er dachte, es sollte ein bisschen romantisch sein und hat natürlich dazu gesummt, während sie ja, eine romantische Zeit verlebt haben hier, okay. Remember before you started taking that medicine and you could actually read a book for more than 10 minutes before falling asleep? You were a lot more fun to talk to back then. That's a fun little apparatus Adelaide got you. Very soothing. Watching it spin long enough puts me right to sleep. I'd say that's really more the soporifics doing. So ein Gyroskop hätte ich auch gerne. Das hört vor allem gar nicht auf, ne? Wer ist das I hier? always liked that self-portrait of Adelaide's mother. Even if the eyes do always follow you around the room. Oh ja, ich mag auch so Bilder, wo man denkt, dass man die ganze Zeit angestarrt wird. Ist egal, aus welcher Ecke oder aus welchem Türschlitz man auf das Bild drauf guckt, ne? Die gucken immer einen an, so richtig. Cozy little winter getaway. That would be a welcome change from the winters in this city. Also dazu kann ich nicht viel sagen. Hatten wir die schon? Hier, guck Wouldn't you mal. say it's time for a change of clothes, Miles? You've been wearing that coat for who knows how long. So? Addie gave it to me. Besides, it gives me character. Right. Brooding detective in a long black coat. That's never been seen before. What are you talking about, Bill? Never mind. Wir müssen Klischee erfüllen, deswegen. Aber da geht's nicht weiter ran. Oh, da ist der Hut. You should have let me be buried wearing my hat. At least it wouldn't be gathering dust like it is now. If I'd done that, it would be dust right now. Heh. Fair point. Das stimmt. Hätte lieber oder wollte es so, dass er eigentlich damit beerdigt werden würde, mit seinem Hut, ne? Aber jetzt muss er zusehen, wie das eben halt zu Staub oder mit Staub bedeckt wird. Und ja, der Gegenpunkt kam eben halt. Es ist jedenfalls besser, dass er mit Staub bedeckt ist, als dass er Staub ist. Pretty. But I'm glad I don't have a sense of smell anymore. Adelaide's last performance. She could really bring the house down. Ach, sie ist Musikerin, kann das sein? Adelaide's mother certainly enjoyed pressing flowers. Do you suppose she does more of it now that she's retired? Okay, also sie macht Pressblumen, also sprich, dass die getrocknet werden und zwischen Buchseiten, ne? So plattgedrückte Blumen. Cool. Oh, hier ist irgendwas. Miles, care to explain what you're doing? Just checking to make sure everything that needs to be in here still is. Right. If you start taking that stuff during the day, you're really going to have problems. Okay. Da sind, glaube ich, die Medikamente drin, kann das sein? It's admirable just how organized Adelaide is. Maybe someday the same can be said about you. That poster brings back some memories. That's from around the time you two met, isn't it? Yes, back when Addie was singing at the Angel. Okay, hier sind die Vorhänge vor. Ja, ich glaube, wir haben hier alles uns angeguckt. Wir schauen mal weiter. Oh. Well, look who's awake. Ready to rejoin the living? Na klar. Very much so. You were talking in your sleep again. Did I say anything interesting? Do you ever? You have to admit, she's got you there. How are you feeling? A touch groggy. I think I took a bit too much of the soporific last night. That's what I thought. When you went for your after-lunch nap, you'd barely gotten breakfast down. I saved you some bread and cheese if you're hungry. Thank you, but I haven't got much of an appetite.
You really should regulate your doses more carefully, love. I'm sure dull senses and an empty stomach aren't much help to your work. By the way, a message arrived via courier for you this morning. I put it on the table along with today's newspaper. Thank you, dear. Schöne Stimme, eine sehr beruhigende Stimme. Vor allem, ja, sie macht sich Sorgen, dass er seine Medikamente nicht korrekt zu den Mahlzeiten nimmt. Ne? Mal gucken, wir haben hier eine Nachricht, wir haben hier die Zeitung, wir haben hier ein paar Fotografien. Ein Spiegel. Oh, I always liked that painting. It's impossible to see that kind of scenery here in the city. Logisch, sowas sieht man nicht in der Stadt. It might do you some good to look in the mirror a bit more often, Miles. If there isn't a pair of scissors or a hairbrush in Adelaide's hands, you can bet there'll be a book. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Addie? Yes, dear? Oh, jetzt. Oh, okay. How's work going? Do you have any appointments today? Yes, one this evening. It's been a bit slow lately, but pretty soon it'll be debutante ball season, and all the Gascon grand dames will need their hair done. You sure I can't convince you to let me give you a little trim? You've been looking awfully scruffy Das stimmt, der sieht What's the richtig point? struppig aus. I've got no need to go peacocking around town. You're the only girl for me. lately. I like it when you're clean cut. It brings out your eyes. The way my eyes have been looking lately, I think it's best to keep them hidden. Ach, nu komm, also du brauchst wirklich ein bisschen Schnitt brauchst du. Also du sahst in der letzten Folge besser aus. How are you? It feels as though we haven't seen much of each other these past few days. I've been fine. Addie, you're not a very good liar. What's on your mind? I'm worried about you, Miles. I know, but I've told you, there's no need to worry about me. I'm all right. You're not all right, Miles. I may not be a good liar, but you can't fool me either. I am all right. What do I have to do to convince you of that? You could start by throwing out that sleeping medicine. It's turned you into a different person. I needed to sleep, Addie. I'll become an even worse person without it, believe me. I know Bill's death was hard for you. It was hard for all of us. But whatever it is that's bothering you, you know you can talk to me about it. That's what I'm here for. I know, my love. Your support means the world to me. I need some time to deal with things. That's all. It won't always be like this, I promise. Making promises you can't keep, eh, Miles? That'll end well. I've still got that song you sang last week at the Rutherford stuck in my head. You were amazing. Thank you, Miles. That was a lovely evening. I always enjoy it when Joseph brings out his violin and we can relive the old days. Certainly nicer than when he spends hours telling the exact same story whenever you visit. They were very glad to see you, you know. It's probably the most fun I've had in months, to be honest. They've invited us for dinner again in a couple of weeks, if you're feeling up to it. I hope I am. Also singt sie nicht mehr aktiv, sondern nur noch so, ne, der guten alten Zeiten wegen, und ist jetzt eine Friseuse. Also natürlich im gehobeneren Stand, ne? What's that you're reading? It's a collection of short stories by James Penstroke. It was just published earlier this month. Any good? Oh, yes. I love his work. He's been publishing a new serial in Brentwell magazine. Mhm. I can't wait to read it. Perhaps we both can together? I think you'd enjoy him. Lately, I haven't been able to concentrate on a page for more than 5 minutes without nodding off. That is a pity. Tja, das I'll ist let you traurig. get back to your book. Ach Mann, was haben wir hier? Wir haben hier die Frontdoor, Model Building Ships. those model ships was a good way to pass the time between cases. Hopefully it'll be a while before you get enough time to build another one. Habe ich schon mal gesagt, dass die Sprecher mir hier wirklich sehr gut gefallen. Sie nicht zu langsam sprechen, auch nicht zu schnell, aber trotzdem einen vernünftigen Fluss zulassen. Also so, dass man nicht gelangweilt ist oder so, ne? Sondern es passt irgendwie. Was ist ein Truncheon? I'd love to see the look on Snelling's face if he ever found out you kept your old truncheon. Was ist ein Truncheon? Ich weiß nicht, was ein Truncheon ist. Warte mal, da muss ich jetzt mal... wo mache ich das hier am besten? Hier, warte mal kurz. Man kennt ja so aus der Laufbahn so nach und nach einige Wörter, ja, die man ja, gelernt hat. Aber ein Knüppel ist das. Ach, ein Polizeiknüppel. I see what you did there. Was ist das hier? Adelaide's father certainly had an amazing life. Imagine being the personal barber to the Prime Minister and his family. The gossip and secrets he must have heard.
Ah, der war der Stammfriseur vom Premierminister. Sehr gut, sehr gut. You remember how much time Adelaide had to spend convincing you to sit for this? At least these days, with ferrotype tech advancing the way it is, these portraits can be done in just a matter of minutes. Immer noch Minuten, ja, okay. How are your parents doing these days? It's been ages since you wrote them. Das stimmt. Vielleicht sollte man denen nochmal schreiben. I can see why Adelaide calls that plant Miles Jr. It's a spitting image. Oh. Didn't I give you two that clock as a wedding present? Too bad it stopped working. Your book collection has always astonished me. Heaven help you if you ever decide to move. Your book collection... Okay, hatten wir. Wir kommen gleich zu den Sachen hier unten. Keine Sorge. Ich will bloß erstmal gucken. Ah, the Havisham case. Our first time out as partners. First in a long line of successful cases. It's nice to have a memory of the good old days. Bollingworth Ale. My favorite! And a nice souvenir from the Angel. You really ought to go back there someday. Angel ist wahrscheinlich eine Bar oder hier ein Musikschuppen, ne? It's been so long since you used that desk. Did you even notice when Adelaide got rid of the chair? Nein. Wo ist der? That makes me wonder what old Mrs. Handbrook is up to these days. Ah, die alte Dame aus Part 1. Okay, wir gucken erstmal die Zeitung. Uiuiui. The New Bretagne Gazette, remembering the HMS Licht. Das ist halt ein Schiff, ne? 3 Monate anniversary of the tragic crash of the HMS Licht. The Licht was preparing to make its second transatlantic voyage when disaster struck. The airship burst into flames shortly after departing for England. Das klingt ja so wie die Hindenburg, ne? Crashing into Foster Park. All 300 passengers on board, including HRH Prince Harold, were killed. Okay, as were 54 bystanders in the park. Der Prinz Harold. Was für ein Prinz? Vom Empire hier, oder? Royal Maverick Lines conducted an investigation route the crash and accident, citing the ignition of a gas leak. Okay, angeblich war es oder wurde jedenfalls so gesagt, dass es ein Unfall war aufgrund eines Gaslecks. Unabhängig davon gibt es Stimmen, die sagen, dass es Sabotage war. Royal Maverick vote to instill stricter safety regulation. Okay, es sollen dann eben halt strengere Sicherheitsregeln eingeführt werden. Und das Schwesternschiff, die HMS Lenore, wäre extrem sicher, wenn es eben halt fertiggestellt wird. Es gab öffentliche Kundgebung, wie auch immer, und Proteste. Was haben wir hier? Gascon, Grand Dame dies. Dupree. Dupree oder Dupree? Dort ist irgendwie eine Grand Dame, also eine Madame, eine große, eine bekannte, eine berühmte, aber nur mit 44 Jahren, ist ganz schön jung. Ethereal City is real and it's coming, says scientists. The existence of Ethereal City is substance said to possess both energetic and restorative properties. Also sprich eine Substanz, also diese Ätherizity, bla 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 bla, eine Substanz, die die Fähigkeit von sowohl Energie wie auch wiederherstellende Eigenschaften besitzt, ne? Okay, ich glaube, das wird alles nochmal wichtig. 1 Kupfer kostet das Ganze. Second Bizarre Murder Baffles Police. Ich glaube, das ist der wichtige Teil für uns. Polizei investigatiert, also sprich stellt Nachforschung an bezüglich eines Mordes in Cholmondeley, ähnlich wie der in den letzten Monaten geschehen ist. Obwohl so viele Details unter Verschluss sind zu dieser Zeit, können wir bestätigen, dass beide Opfer männlich waren und aufgrund einer Schusswunde gestorben sind. New Bretagne Police declined to reveal any further, also die haben keine weiteren Informationen herausgegeben und haben Gerüchte von sich gewiesen, dass die Morde
von einem Serienkiller durchgeführt worden sind. Wir haben keinen Grund zu glauben, dass diese Morde miteinander zusammenhängen, sagte der Chef der Polizei Reginald Snelling. Unsere besten Detectives sind an dem Fall dran und erhoffen eben halt herauszufinden, wer auch immer diese schrecklichen Taten getan hat. In der Zwischenzeit rufen wir die Einwohner von New Bretagne auf, besonders diese in Cholmondeley, aufmerksam zu sein und alles, was eben halt irgendwie suspicious, also seltsam oder nicht regelkonform sich entspricht, zu melden, und zwar umgehend einem Polizisten. Okay, ja, gut zu wissen. Und dann machen wir mal die Nachricht auf. Fordham. Ein großer Fall hat sich aufgetan, wo ich denke, dass er dich interessieren wird. Triff mich Rowan Rune oder wie auch immer Coffee House für weitere Details. C. Upton. Upton says she's got a big case for me. Does she go into any more detail than that? No, but then you know Upton, always on a need-to-know basis. Especially since she's been giving me these cases under the table. To be fair, they haven't exactly been anything of note. True, but she's still sticking her neck out for me. I can understand why she's so secretive about it. I think she just misses having you around the station. Poor Connie. With you quitting and me dying, she must be bored stiff at work. Anyway, I'm supposed to meet her at the ruined coffee house. That can't be right. It's not like Constance to make mistakes. She must have gotten in somehow. Guess I'll head over there and see what she's got then. Okay, wir haben No Current Case, Meet Upton. Keine Clues, keine Suspects. Wir haben nur die Nachricht. Okay. Ja, Let her read in peace for now. okay. Enjoy your reading. I'll be back soon. Take care of yourself out there. Na klar. Ui, sowas finde ich ja immer cool, ja, dass man sich die Zeit genommen hat, sich so eine Art Lageplan zu machen und vielleicht sogar noch die Fälle davon abhängig zu machen, wo das alles ist. So, wir sind jetzt hier oben in unserer Residenz, in unserem Heim. Worcester-Soße gibt es hier, ne? Hodgman River, Lyon, Fenton Swamp, Cholmondeley. Das ist ja eine fiktive Örtlichkeit hier. Finde ich schön, finde ich schön. Und hier ist sogar der Ist das wirklich New Bretagne? Ist das ein fiktiver Ort? Ist egal, wir fahren jetzt zum Coffeehouse. Oh, sehr schön sieht das aus. Ah, the Rouen Coffee House. Worst Java in Lamplight City, but there's no better place to overhear all the rumors and gossip in town. Just make sure you don't get too close to the other patrons. Discretion was never your forte. Vor allem, ich weiß nicht, sieht man das im Video hier oben? Wie das hier so wabert? Sieht man hoffentlich. Also wenn man es nicht sieht, hier oben wabert es. Das ist der Qualm hier von den Kippen und Co. Ne? Schön, also wunderbares Detail, genauso wie die Fliegen hier. Not much of a hurry to clean up in here, are they? Eine Sense. What a cheery reminder of everyone's impending death. That whole thing about the man in the black robe, complete lie, by the way. Nice seaside landscape. Definitely a stark contrast to the ambiance in here. Ja, das glaube ich auch, dass dieses Bild ein absoluter Kontrast zu dem, was hier rum oh, hier ist Werbung, warte mal. Green's sulfur soap. Beautifies the complexion and leaves you smelling fresh as a daisy. Talk about false advertising. I couldn't get a date for a week after using that stuff. Sulfur Soap, ist das nicht Schwefelseife? Huh. Dr. Tennyson's Vigor Pills. Absolutely guaranteed to restore vitality, youth, and vigor or your money back. For use by men only. These things seem to have had a spike in popularity recently. Dr. W.S. Sales Wonder Tonic. The best and safest medicine for both gentlemen and ladies. Prevents consumption, general weakness, feverishness, indigestion, constipation, diarrhea, loss of appetite, flatulence,
and head pain. Oh, das brauchen You should wir. also mention that it prevents breathing, heartbeats, and being alive. Das verhindert Atmen. Patron. Ach, guck mal hier, das, okay. Self-Portrait as a Desperate Man by B. Calvert. A bit like looking in the mirror, isn't it, Miles? Ah, die Haare, nun komm. D.D. Preston's patented papier-mâché perambulat. Was? Handsomely upholstered in silk, satin, or velvet, and hand-painted in the most artistic manner, as shown in engraving. I suppose if you and Adelaide ever finally decide to have children, something like this will come in handy. Simon Banks, professional chimney sweep. Services start at 2 coppers per hour. Inquire at 305 Merrick Lane. I'm sure he's a lovable urchin, but thankfully, your chimney is clean. Hier wird sogar noch Werbung gemacht für einen Schornsteinfeger. Also hier bei uns braucht man keine Werbung haben, der kommt so oder so, ob man will oder nicht, wenn man einen Schornstein hat, ne? Weil er muss sauber machen, immer. Auch bei einer Gastherme kommt er zum Prüfen. Also man kann sich den jetzt neuerdings aussuchen, aber prüfen muss er trotzdem. Professor Xander Colt Tit III's emulsified soporific, available at all discerning pharmacies. I really don't know why you think taking that rat piss every night is a good idea, Fordham. Ich will das doch gar nicht. Ach so, doch, das haben wir, ne? Paar Barrel, wer ist denn das hier? Serving She's Girl. running back and forth at lightning speed. Clearly, she dips into the coffee supply. Okay. Und die können wir nicht weiter bequatschern, dieser Give me an Boiler. old-fashioned tea kettle any day. A young woman holding a guitar. Completely the wrong way, I might add. Wieso? Die ist senkrecht hier, ja, ist verschafft, ne? Und können wir hier irgendwas mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Best avoid that one. He looks like he might tip over at any moment. Warum nicht? Reminds me of when I was alive. Ah, good times. Immer diese Anspielung. Okay, wir werden mal mit der Konstanze sprechen. Hallo Konstanze. If it isn't my old friend, up to no good. Hello, Fordham. It's good to see you. How did you get them to let you in here? It's rather simple, really. The owner and I have an understanding. Ah, He pretends women are allowed in coffee houses, and I don't report his unsavory business practices to Chief Snelling. Sounds like a good deal. What sort of unsavory business practices are we talking about? Oh, we haven't got time to get into that now. But take some advice. Don't order anything that isn't water. was? Was ich jetzt, ist mir das vorher schon aufgefallen? Nur mal so als Kommentar. Es ist gerade, hätte ich hier wieder ein direktes Bild von ihr. Ich weiß nicht, ob man öfter mit ihr sprechen wird, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt hier erwartet, dass man wieder, ne? I got your message. What's going on? It's time for you to join the big boys again, Fordham. Your days of finding lost cats are over. Okay. So stop teasing me and tell me what it is already. Do you know Madame Laura Dupre? Oh, das haben wir gelesen in der Zeitung. Laura Dupre. She's one of those Gascon Grand Dames, isn't Genau, That's 44. right. I'm surprised you've heard of her. I didn't think you cared about those types of people. Ja, wir haben she? I gelesen. don't, but Adelaide has several of them as clients. She gets paid to pretend to care about their lives, and I get to hear the sort of details. Madame Dupre died the day before yesterday. Her funeral was held this morning. My condolences. But halfway through the service, the mourners heard a loud knocking coming from inside her coffin. She wasn't dead? Apparently not. Nearly interred alive, although her doctor swears she had no pulse. Dupre's son Andrew was quick to suspect foul play. He accused a man named Albert Martin, and the police arrested him. So where do I come in? Sounds like the case has already been solved. I strongly suspect that Martin is innocent, especially considering the talk of him having used black magic on Dupre. The police feel they have enough evidence to convict, so they're not bothering to investigate any further. You're going to look into it and see if I'm right, then find the person who was really behind this. Okay. Warte mal, ist Has noch das? Madame Dupre recovered from her ordeal? I'm afraid not. Apparently she's been catatonic since they pulled her out of the coffin. How unfortunate. If you'd like to question Mr. Martin, he's being held at the Bow Street Jail. Or you could take a look around his house. It's at 451 Compton Street in Worcester. Kann ich da hin At the einfach Dupre so? home? That's at Emmeline and Comtesse, right across from the old Angeline convent. It's also possible you might run into the police during your investigation, since they're technically still on the case. Okay. Thanks for the warning.
Okay. Was there anything you wanted to talk about before you get started? Ja. Yes, actually, I had a couple of questions. Let's hear them then. Ah, jetzt kommen wir in das direkte. Gut, ich dachte schon, dass wir das hier nicht sehen werden. Oh, ein bisschen feister. Nein. How are things going with you? Work is hectic as usual, and I'm spending my day off in here. But considering my home life is still a shambles, maybe this is the best place to be. I'm truly sorry about that. Don't be ridiculous. If it hadn't been for you, I'd still be chained to that philandering bastard. It hasn't been easy, but I'm much better off this way. Trust me. Anyway, work gives me something to focus on. I'm sure you can relate to that. Yes, and I'm grateful to you for getting me these case leads. I know you're taking a risk to do it. It's the least I can do. How about you? How's Adelaide? She's fine, although things between us could be improved, if I'm being honest. The less said about it right now, the better, I think. I'm sorry to hear that. You can talk to me about it if you need to, although I'm probably not the best person to ask for relationship advice. Tja. Er war also, hat irgendwas ihr gegenüber aufgeklärt, wahrscheinlich, was ihr Ex-Mann getan hat, ne? Deswegen ist sie ihm auch dankbar. So verstehe ich das jetzt gerade, oder ich verstehe es falsch. Deswegen hat sie ja gesagt, ja Mensch, die Fälle, das ist das Geringste, was ich tun kann. No? Don't suppose there have been any developments regarding Bill's murder? Unfortunately not. The department hasn't exactly been focusing on that case as a priority. The general attitude is that it was an accident. Bill died an honorable death in the line of duty. Would have been nice if they bothered saying that at the funeral. And of course there are still those who blame you for his death, Snelling being the first and foremost. But the man who really caused Bill's death is still out there. Yes, I know, but it looks like you're on your own if you want to find him. My hands are tied. I can only ask around so much before the higher-ups get suspicious. Just don't give up. New Bretagne may be a big city, but the criminal world is surprisingly close-knit. If you find any connections or leads during your other cases, be sure and let me know. I'll do the same if I find anything out. Okay. See, she has a priorities straight. You could learn a lot from Upton. I wanted to go over the case with you. Okay, what have you got? What do you know about Madame Dupré? Only what I've read about her in the paper. She's been married thrice, which I can empathize with, and she's extremely rich, which I can't. What makes you think this Martin fellow is innocent? The fact that the only evidence is the word of Dupré's son. I've seen this sort of thing thousands of times, and I'm sure you did too. They're just looking for a scapegoat. You're the only person I know who can put it right. Upton's intentions are noble, but she has to realize this is just a drop in the ocean. That's enough about the case for now. Okay, That's it, I think. then you'd better get back to it. Well, I'm not entirely sure how this is going to help you find the flower shop burglar, but I suppose freeing an innocent man is a worthy diversion. Ja, warum auch nicht? Nochmal zu den Dialogen. Wenn man sich das jetzt mal angeguckt hat, ne, normalerweise oder in vielen Spielen ist es so, wenn die Dialoge stattfinden, die wirken so für sich abgeschlossen. Also A spricht, abgeschlossen. B spricht, abgeschlossen. Da sind auch immer so Pausen dazwischen. Muss man sich wirklich mal angucken in einigen Sachen. Und es gibt nur ein paar mehr, aber eben halt Mehrzahl ist genau das, was ich eigentlich beschreiben will. Wo das irgendwie ein Gefühl ist, dass das nicht zusammenpasst, als ob die Leute, was ja auch größtenteils so ist, für sich gesprochen haben, ohne den Gegenüber. Und hier hat man das Gefühl, weil das relativ ineinander verzahnt ist, die Pausen dazwischen so gering, dass die zumindest miteinander und aufeinander eingegangen sind im Dialog. Finde ich wirklich sehr gut. Und das macht das Ganze lebendiger. Genau, apropos lebendig, ich speichere hier an der Stelle ab und zwar mache ich jetzt hier, kann ich das Ding neu nennen? Ich kann es neu nennen. Och, und nach alter Art und Weise des Hauses. Ja, ich mach's so. Ja, ich mache an der Stelle Schluss und mal gucken, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber es wird eine weitere Folge geben. Also wir werden uns hier, denke ich mal, nach und nach durchspielen, weil ich finde es gerade wirklich sehr spannend. 5 Fälle soll es geben, das ist der erste, den wir kriegen, oder ist vielleicht der andere schon der erste, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle scheint es in die Richtung hinauszulaufen, um herauszufinden, wer derjenige ist, der unseren Partner auf dem Gewissen hat, ne?
Ja, bis demnächst zu einer weiteren Folge. Euer Firefox.